دستور يا سيدي مدد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد يا سلطان الأولياء، مدد ya Sultan الأنبياء, ya Rijal Allah. Wir bitten um Erlaubnis von unserem Großscheich und von Awliyas, dass sie uns unterstützen, dass sie uns das geben, was wir nötig haben und bedürfen. Was unser Körper bedürftig ist, das versuchen wir Tag und Nacht zu besorgen. Und wir sind nur daran bedacht, dass wir unser Ego stillen, obwohl wir niemals das schaffen werden, das Ego zu stillen. Je mehr wir unserem Ego geben, desto mehr wird es verlangen. Das Ego kann man nicht zum Schweigen bringen, indem man ihm mehr und mehr gibt. Je mehr, desto mehr wird er verlangen. Das Ego kann man zum Schweigen bringen, wenn man ihm nichts gibt. Je mehr man das Ego gibt, was es verlangt, was es sich wünscht, das Ego ist, dass die Wünsche, die Träume, die Erfüllung der Wunschträume, Auto haben, Haus haben, schönen Mann haben, schöne Frau haben, schöne Kleider haben, und wenn man Kleider hat, dann schöne, gute, teure Marken haben. Alles, was diese Welt so ausstrahlt, das Ego möchte haben. Und wenn es nicht auf dem Markt zu finden ist, in den Regalen, dann das Ego erfindet etwas und füllt die Regale. Wenn man ein iPhone hat, will man das nächste. Wenn man das Neueste hat, so wie man das bekommen hat, ist man in Ungeduld auf das Nächste, was kommen wird. Du hast doch jetzt eben das iPhone bekommen. Ja, aber es kommt ein besseres, habe ich gehört. Das wird nie aufhören. Je mehr man dem Ego gibt, Haji Amin, verlangt mehr. Ist das die Lösung, dass man dem Ego alles gibt, alles im Rahmen der Möglichkeiten? Ist das die Lösung, dem Ego zum Schweigen zu bringen oder befriedigen oder dankbar zu machen, dass das Ego sich bei dir bedankt, bei uns bedankt und sagt, danke, oh mein Herr, du hast mich sowas von zufriedengestellt, du hast mich sowas von glücklich gemacht. Ich bin dir auf ewig dankbar, ich habe alles, was ich wollte, mehr will ich nicht mehr. Wann hat welches Ego so etwas gesagt? Gibt's nicht. So ein Ego ist nicht erschaffen. So ein Ego, das alles bekommt, was es sich wünscht und dann sich dankbar erweist und zufrieden ist und glücklich ist, befriedigt ist und dann nichts mehr verlangt, weil es alles gehabt hat. Aber was ist mit den Menschen, die etwas erreicht haben und dann zufrieden sind? Dann diese Menschen müssen wir gefunden haben. Sie sollen uns ihre Geheimnisse erzählen.
was haben sie erreicht und wie sind sie zufrieden? Welche Leute sind das? Auf welchem Weg haben sie was erlangt, erreicht und wurden zufriedengestellt? Welche Menschen sind das? Gläubige Menschen. Nur gläubige Menschen können diese Stufe des Zufriedenseins erreichen. Und Allah sagt im Koran, und mit zufriedengestellten Ego kommen wieder zu mir zurück. Das ist ein Ayat. Aber das schafft kein materialistischer Mensch, der sein Ego, der alles gegeben hat und nie widersprochen hat. Das ist, Allah erzählt von dieser Stufe im Koran, Heiligen Buch, komm mir wieder zurück mit einem zufriedengestellten Ego, aber er meint nicht, dass man alles Weltliche dem Ego, was es sich gewünscht hat, gegeben hat und dann Ego wurde zufriedengestellt mit so einem Ego. Mit Dollars voll gefüttert, mit Euros voll gefüttert, mit Gold voll gefüttert und das Ego ist endlich zufriedengestellt. Das ist nicht gemeint. Je mehr du gibst, desto mehr will das Ego. Ein Zimmer voll mit Gold, ja, aber das andere Zimmer ist noch leer. Es tut sowas von weh, das andere Zimmer leer zu sehen. Wenn beide Taschen leer sind, aber tut nichts weh, weil man hat ja sowieso nichts gehabt. Wer schläft besser? Der nichts hat oder der viel hat? Wer macht sich mehr Sorgen um das, was er hat? Dass er nicht verliert. Der nicht hat, hat nichts zu verlieren. Aber der was hat, hat was zu verlieren. Das habe ich gut gesagt. Irgendwie seit 20, 30 Jahren erzähle ich und ich habe seit 30 Jahren immer was gut gesagt. Das stört mich auch langsam. Immer wenn ich was gut gesagt habe, habe ich immer gesagt, ich habe was gut gesagt. Jetzt muss ich überlegen, ob das vom Ego ist oder warum ich mich so freue, wenn ich was Gutes gesagt habe. Über gute Sachen darf man sich doch freuen. Hä? Über gute Sachen darf man sich doch freuen. Haji Emin, du bist ab jetzt mein Berater. Er sagt mir immer was Schönes. Immer gibt er mir Recht. Und mein Ego ist sowas von glücklich mit ihm. Hoffentlich haben Sie recht. Je mehr man dem Ego was gibt, wird es sich nach mehr sehnen. Nach mehr und das Ego wird immer mehr heulen, weinen und trampeln. Stampeln? Stampfen mit den Füßen und dann immer mehr verlangen. Und wenn man ihm alles gegeben hat, sodass nichts mehr zu geben ist, das Ego wird verrückt werden. Entweder landet in der Klapperkiste oder hat Selbstmord begangen. Das ist das Ende des egoistischen Menschen. Möge Allah uns bewahren. Die einzige Heilung gegen Beschweren und Verlangen des Egos ist, dass man dem Ego widerspricht und genau das Gegenteil gibt, was es sich wünscht. Wenn es sich ein Fahrrad wünscht, kauf ihm Schuhe, sodass er läuft. Und nicht fährt. Und wenn es sich ein Auto wünscht, kauf ihm ein Fahrrad. Immer gebt dem Ego immer das, was ihm nicht gefällt. Bis wann, Kenan?
bis das, was du ihm gibst, ihm gefällt. Nicht, was er sich wünscht, ihm gefällt. Weil hast du immer noch nicht daraus gelernt, immer wenn du dem Ego das gibst, was es sich wünscht, wünscht es sich noch mehr und etwas anderes dazu. Und dann sofort ist das, was du gegeben hast, schon vergessen und nicht mal bedankt hat sich das Ego bei dir. Wir beschweren uns immer über das Ego des anderen, wenn wir einen Menschen was Gutes getan haben und das kommt auf uns wieder, zu uns wieder zurück als Undankbarkeit. Und dann, was ist das für ein undankbarer Mensch, sagen wir. Dabei ist unser eigenes Ego das undankbarste überhaupt. Was Allah alles so uns gibt. Und wenn du ein bisschen wenig hast, dann schau dir den an, der weniger als du hast. Da kam jemand zu unserem Großscheich Mevlana Sheikh Nazim Effendi Qaddas Allah Sirruh. Ich habe eine Krankheit, sagte sie. Ich habe nie genug Schuhe. Garderobe, ganze Schuhschrank ist voll, aber ich habe nie genug Schuhe. Was mache ich da? Und in Ludwigshafen, in einer Veranstaltung, war ich auch eingeladen. Da kam eine Pädagogin zu mir und hat genau diese gleiche Frage gestellt. Gott sei Dank, ich hatte die Antwort von Großscheich. Gleiche Geschichte ist mit mir passiert. Gott sei Dank hatte ich schon einen Tag vorher das gelesen gehabt, was er geantwortet hat. Kam eine Pädagogin und sagte, Sheikh, ich habe ein Problem. Normalerweise ich löse die Probleme der anderen, aber ich habe jetzt ein eigenes Problem. Ich habe nie genug von Schuhe. Das kommt mir bekannt, sagte ich. Das ist ein Problem? Ja, ich habe nie genug Schuhe. Mach dir das Sorgen? Ja, schau dir den an, der keine Füße hat, habe ich gesagt. Dann bist du glücklich. Mit der Schuh, was du hast. Der andere hat keine Füße. Man muss immer die anschauen, wenn man Beschwerden hat über finanzielle Probleme und so weiter und dass man zu wenig hat, ein altes Couch hat und nicht besseres Couch, neues Couch, dann schau dir die an, die kein Couch haben. Deshalb gibt es die Bilder. Nicht einfach, dass die anderen leiden. Sie leiden für dich, damit du lernst und damit du Dankbarkeit erweist. Damit du dankbar bist, leiden andere für dich. Damit du lernst Dankbarkeit, leiden, Allah lässt andere leiden, damit du verstanden hast, einen Vergleich machen kannst. Und du musst für die anderen beten und sie unterstützen mit dem, was du hast, mit ihnen teilen, weil sie sind Lehrer für uns. Sie belehren uns etwas Besseres, was wir verstehen können. Wir können nicht ohne Bilder verstehen. Und diese anderen Bilder, die schlimmer sind als unsere Bilder, die sind dafür da, damit wir verstanden haben, es geht uns doch irgendwie gut. Und es geht uns sehr gut, Alhamdulillah. Und wer in Deutschland lebt und sich beschwert, er verdient nur die Hölle und nicht das Paradies. Wer in Deutschland lebt, gerade in Deutschland lebt und sich beschwert über seine Umstände, er verdient Peitschenhiebe, keine Unterstützung. Das ist ein gesegneter Boden für alle, die hier leben und sie haben alles, was sie brauchen hier.
Was die brauchen, haben sie. Was sie sich wünschen, vielleicht nicht. So, und das ist ein Thema. Nicht, was du dir wünschst, was du brauchst, ist wichtig. Und das Ego spielt da die Hauptrolle. Flüchtlinge kommen. Wir haben natürlich Verständnis für sie. Wir wollen ihnen helfen. Aber wenn sie zu mir kommen und sagen, ich habe ein kleines Kühlschrank, ich brauche aber einen großen. Und sie kommen nur wegen dem großen Kühlschrank zu mir und nicht, damit sie mit mir zusammen beten wollen. Und es ist Gebetszeit und sie wollen nur den Kühlschrank haben und nicht mitbeten. Die wollen mit Allah nichts zu tun haben, aber mit Gaben Gottes. Was sollen wir da machen? Das Ego wird niemals zum Schweigen gebracht und zufriedengestellt, indem man ihm etwas gibt oder alles gibt. Am Ende, was passiert mit den reichen Leuten, reichen Kindern? Sie begehen Selbstmord oder sie kiffen, sie betrinken sich und sie landen alle in Irrenhäuser oder Rehabilitationskliniken oder unter die Erde. Weil sie alles bekommen haben und es gibt nichts mehr zu bekommen. Oh, das ist furchtbar für das Ego. Das ist, man hat Geld, man hat alles, aber es ist nicht mehr da auf dem Markt, was man nicht hätte. Die Wünsche sind, er ist wunschlos, aber nicht glücklich. Er will noch mehr wünschen, aber da gibt es nicht mehr. Er wünscht sich etwas, aber weiß nicht was. Weil was da nicht ist, kann man nicht sich wünschen. Man kann sich nur etwas wünschen, was da ist. Wenn nie ein Lamborghini es gegeben hätte, dann hätten wir nie über Lamborghini gewusst und uns auch nicht gewünscht, ein Lamborghini zu haben. Nicht, Jabrail? Jabrail möchte 100.000 Euro Auto haben. Wenn es da aber nur 10.000 Euro Autos gegeben hätte und nicht 100.000, dann hätte er sich nie so etwas gewünscht. Weil aber da 100.000 Euro Auto auch zur Verfügung steht, wünscht er sich nicht 10.000 Euro Auto, sondern 100.000 Euro Auto. Das ist nicht Jabrail seine Schuld. So, jetzt ist er reingewaschen. Alhamdulillah, deshalb bist du bei mir, um reingewaschen zu werden. Du bist nie schuld, das lernst du bei mir. Immer sind die anderen schuld. Das Auto ist schuld. 100.000 Euro Auto ist schuld. Der Hersteller dieses Autos ist schuld. Aber du nicht, du wurdest provoziert, genau. So wird er vor dem Gericht Gottes sich verteidigen. Ich doch nicht, o Herr. Das ist der Hersteller und das Auto da. Sie haben mich provoziert und ich hatte nun mal das Glück, das Geld auch dafür zu haben. So, auch, dass du mir diese 100.000 Euro in die Tasche gesteckt hast, dachte ich, das ist für das Auto bestimmt. So, also gibt er noch Gott die Schuld dazu. Du hast mir 100.000 gegeben, so konnte ich mir diese 100.000 Euro Auto wünschen. Wenn du mir nicht gegeben hättest, hätte ich mir solche Wünsche nicht gehabt. Oh, dann steht Allah so. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht mit ihm. Hätte ich dir doch nicht gegeben, die 100.000. Und dich leiden lassen ohne 100.000. Leute, das ist es. Da auf der einen Seite gibt es Leute, denen Allah nichts gibt. Nur was sie bedürfen. Luft, atmen und dreckiges Wasser, damit können sie auch noch leben. Und uns gibt Allah mehr. Ist jetzt Allah, hat er die Schuld jetzt? Weil er uns ein bisschen mehr gegeben hat und dann sofort mit dem Ego uns beschäftigen? Oder warum hat er uns das Geld gegeben? Für das Auto da oder damit wir das mit genau diesen Leuten, die nichts haben, teilen und sie unterstützen und geben der Hand Gottes sind. Er gibt uns mehr Ehre als das Auto, was uns geben kann.
Gottes Hand, gebende Hand für Arme, den er nicht gibt. Warum gibt er den Armen weniger als den Reichen? Damit die Reichen, weil sie nicht so viel Zeit haben mit Gott, damit sie wenigstens für Gott so arbeiten können, mit dem, was er ihnen gegeben hat, materiellem. So, dass die dann doch etwas Gesegnetes getan haben. Das ist Barmherzigkeit Allahs. Weil nicht jeder schafft, nur für Allah zu sein und zu beten und dann mit dem wenigsten glücklich zu sein, genugsam zu sein. Und nein, man sagt, ich glaube, ich bin gläubig, aber ich will auch das Weltliche genießen. Materielle Wohlstand für mein Ego, den will ich auch nicht unbedingt leiden lassen. Auch geben. Gut, darfst du, aber teile wenigstens etwas. Dafür gibt es auch Zakat, Sadaka, Fitre und so weiter. Damit wir so wenigstens den Fehler, den wir machen, also uns mehr dem Weltlichen zu widmen und nicht Gott, irgendwie wieder gut machen. Aber nicht dafür, immer unser Ego zu füttern, mit den Möglichkeiten, was Allah uns gegeben hat und den anderen nicht gegeben hat. Das sind nur Möglichkeiten und die Möglichkeiten sind nicht unsere Produkte. Die Möglichkeiten gibt Allah. Auch unsere Fähigkeiten sind von Allah. Die Möglichkeiten auch. Du kannst Fähigkeiten haben, aber keine Möglichkeiten. Was nützen dir dann die Fähigkeiten? Du bist Elektriker, ich bin der Beste, sagt Jibril. Gut, aber wenn du keine Arbeit hast, niemand stellt dich ein, kannst du dich rühmen zu Hause, ich bin der Beste in deiner Dunkelheit. Aber du hast kein Kabel, kein Material, um dir selber Licht zu machen. Du könntest der beste Elektriker sein, wenn du Material, eine Arbeit hättest. Die Möglichkeit nicht hast, hast du auch die Fähigkeiten nicht mehr. Nützen dir nicht. Alles ist Segen Gottes kennen. Und das ist die Erinnerung, was sie uns sagen lassen, erzählen lassen, ist, dass wir uns an seine erinnern und wissen, bewusst werden, alles Gaben, was wir haben, sind von Gott, von Allah, dass er uns geschenkt hat. Ich habe selber studiert, das und das, lasst das. Es gibt so viele, wie das und dies geworden sind und dann putzen die Toiletten und haben keine Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, als Geologe, als Theologe und so weiter und machen Taxifahrer. Das hätte ich auch geschafft, habe ich einen gesagt, ohne studiert zu haben, 20 Jahre Taxifahrer zu werden. Da waren 4 Leute, glaube ich, in der Reuterstraße. Was bist du? Ich bin Doktor für das. Was bist du? Ingenieur für dies. Waren Akademiker. Und wo arbeitet ihr? Na, wir sind bei der Arbeitsamt. Ihr seid alle arbeitslos? Also, ich weiß nicht über den nicht, aber ich bin arbeitslos. Ich auch. Und? Also, dafür habt ihr so viel studiert? Ich musste das nicht. Ich bin auch arbeitslos, aber musste nicht so viel studieren, dafür habe ich gesagt. Es ist alles von Allah. Und das sind seine Gaben und wir müssen dankbar sein. Und unsere Dankbarkeit können wir nur erweisen, indem wir unser Ego zum Schweigen bringen. Weil unser Ego ist genau das Gegenteil, undankbar. Will immer mehr, aber geben will er nicht. Immer für sich behalten und immer mehr haben. Und dann, wie ein Darm, sagte Mevlana Sheikh Nazim Efendi, das Ego, je mehr du gibst, wird dicker, aber hat immer Hunger. Darm, elastisch, kann alles nehmen, alles und nie genug sagen. Wie ein Darm. Dehnt sich aus. Expandiert. Das Ego expandiert, je mehr du gibst. Es schrumpft nicht zusammen. Abdul Hadi. Es expandiert. Also das ist nicht die Lösung dann. Wir wollen ja das Ego klein kriegen, nicht größer.
Je mehr wir geben, expandiert es. Da gibt es ein Tier, sagte Mevlana, den Namen habe ich vergessen. Man schlägt ihn, je mehr man ihn schlägt, wird er größer, wird nicht kleiner. So ein Tier, hä? Dachs. Hä? Dachs. Dachs. Man schlägt ihn, es wird größer. Komische Geschöpfe hat Allah erschaffen. Und so ist das Ego. Und man bringt ihm zum Schweigen, nur wenn man ihm etwas nicht gegeben hat, was er sich gewünscht hat. Ich will Banane essen, ist Zitrone. Ich will was Süßes, nimm was Bitteres. Immer das Gegenteil. Das ist ein Training. Aber wenn du das geschafft hast, Kanan, dann bist du heilig. Dann wird dein Ego hinter dir herrennen und du wirst auch dein Ego reiten. Und wenn du ihm nichts gegeben hast und dein Ego ist dir ergeben, oh mein Herr und Meister, dann gib mir, was du willst, gesagt hat. Dann ist es eine Drache, der fliegen kann mit dir. Auf ihn kannst du fliegen, endlose Welten hinein. Das Ego ist eine Drache mit Feuer. Immer wenn du ihn gibst, was es will, spuckt es Feuer, noch mehr Feuer. Aber wenn du nicht gibst, dann wird es schwacher, dann ergibt es der Drache. Dann kannst du aufsteigen. Und dieser Drache hat 2 Flügel, kann sogar fliegen ins Paradies. Ohne Ego kommt keiner ins Paradies, ohne Ego nicht in die Hölle. Das Ego führt dich entweder in die Hölle, zur Hölle mit dir, wenn du ihm gehorchst. Wenn dein Ego dir gehorcht, ins Paradies. Wirst zu deinem fliegenden Pferd ins Paradies. Möge Allah uns Herr unseres Egos machen. Nicht Esel unseres Egos. Ja Allah, gib uns Beistand und Unterstützung mit deinen Heiligen. Wir schaffen es nicht allein. Allein sind wir geliefert, weil wenn wir Star werden wollen und wir wollen Star werden, wir brauchen Bodyguards. Alle Stars haben Bodyguards, damit sie nicht angegriffen werden, egal aus welchem Grunde. Und wir wollen auch Stars im Himmel werden, deine Stars. Und dann werden wir angegriffen von bösen Fans von uns. Die verrückten, psychopathischen Fans. Wir brauchen Bodyguards oder Soul Guards, die uns beschützen. Heiligen, die uns unterstützen. Gib uns Unterstützung, himmlischer Beistand, sodass nichts Böses uns anfassen kann und vom Weg abbringen kann. Dass wir endlich so weit sind, dass wir wie die Sterne am Himmel strahlen können und überall Licht geben können. Hürmet Labi Fatiha.